In diesem Video erkläre ich dir, wie du einen lustigen Pappteller-Clown bastelst. Dazu brauchst du einen Pappteller, 8 Papierstreifen, die Vorlage für den Hut, die Schuhe und die Hände, bunten Tonkarton, Wollreste, einen Luftballon, Filzstifte sowie einen Bleistift, Schere und Kleber. Zunächst schneidest du mit einer Schere die Vorlagen für den Hut, die Schuhe und die Hände sauber aus. Nun brauchst du den Tonkarton. Lege den Hut auf den gelben Tonkarton, nimm deinen Bleistift und umfahre die Vorlage für den Hut vorsichtig. Anschließend schneidest du mit einer Schere den Hut entlang der Bleistiftlinie sauber aus. Nun nimmst du die Vorlagen für die Schuhe, legst sie auf den roten Tonkarton und umfährst diese Vorlagen auch mit deinem Bleistift. Mit einer Schere schneidest du nun diese Schuhe auch entlang der Bleistiftlinie sauber aus. Zum Schluss nimmst du die Vorlagen für die Hände, legst sie auf den weißen Tonkarton und machst wieder das Gleiche. Nimm den Bleistift und umfahre die Vorlagen für die Hände und schneide mit einer Schere die Hände aus dem weißen Tonkarton vorsichtig und sauber aus. Lege nun den Hut, die Hände und die Schuhe aus Tonkarton beiseite. Du brauchst sie später. Nun brauchst du den Pappteller, einen Bleistift und deine Filzstifte. Jetzt geht es an das Gesicht des Clowns. Male dazu mit dem Bleistift in die Mitte des Papptellers einen kleinen Kreis. Dort kommt später der Luftballon als Nase des Clowns hindurch. Bedenke, der Luftballon als Nase ist später wesentlich größer als der kleine Kreis. Male nun über dem kleinen Kreis die Augen des Clownes und unter dem Kreis den Mund des Clownes. Wenn du dir beim Malen unsicher bist, fange mit dem Bleistift an. Wenn dir etwas nicht gefällt, kannst du mit dem Radiergummi immer wieder wegradieren und neu probieren. Erst wenn du dir wirklich sicher bist, solltest du mit den Filzstiften malen. Du kannst dem Clown auch lustige Bäckchen oder ein schönes Muster dazu malen. Dein fertiger Clown kann zum Beispiel so ausschauen. Du kannst aber auch eigene Ideen haben und sie umsetzen. Nun brauchst du den Hut aus gelbem Tonkarton. Mit deinen Filzstiften kannst du diesen nun bunt verzieren. Du kannst Streifen, Punkte oder Sternchen machen. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Deinen fertigen Hut klebst du nun auf den Pappteller.
Dein Hut hält besonders gut, wenn du ihn auf die schräge Fläche des Papptellers klebst. Nun kommen die Haare des Clowns. Dazu brauchst du den Kleber und die Wollreste. Schneide die Wollreste in kleine kurze Wollfäden. Klebe sie anschließend unter dem Hut auf. Du kannst die Wollfäden gerade, schräg, in Kreisen, einfach kreuz und quer ankleben, so wie du es gut findest. Als nächstes machen wir mit den Armen und Beinen des Clowns weiter. Dafür brauchst du nun die Papierstreifen. Überlege dir als erstes, mit welcher Farbe du die Beine des Clowns machen möchtest. Wir nehmen zum Beispiel Rot und Gelb. Die anderen Papierstreifen, die du nicht benötigst, legst du so lange zur Seite. Nun stellst du aus den beiden Papierstreifen eine Hexentreppe her. Dazu klebst du die beiden Papierstreifen im rechten Winkel aufeinander. Danach faltest du die beiden Papierstreifen abwechselnd übereinander. Erst den gelben Streifen, dann den roten Streifen. Nun wieder den gelben Streifen und anschließend den roten Streifen. Du faltest die beiden Papierstreifen so lange aufeinander, bis die Papierstreifen aufgebraucht sind. Achte darauf, dass du ordentlich arbeitest. Nun ist deine erste Hexentreppe fertig. Nimm 2 weitere Papierstreifen und falte eine neue Hexentreppe. Klebe die beiden Papierstreifen im rechten Winkel zusammen und falte wieder einen Papierstreifen über den anderen. Nun sind die beiden Hexentreppen fertig. Daraus werden die Beine des Clowns. Die untere Seite der Hexentreppen ist geklebt. Die obere Seite ist noch offen. An dieser Seite klebst du nun einen Papierstreifen fest. Der andere Papierstreifen steht weiterhin über. Das gleiche machst du nun mit der anderen Hexentreppe. Auch hier ist die untere Seite geklebt und die obere Seite noch offen. Einen Papierstreifen klebst du fest. Auch der andere Papierstreifen steht wieder über. Diese beiden Hexentreppen klebst du jetzt als Beine an den Pappteller an. Dazu trägst du den Kleber auf den überstehenden Papierstreifen auf und drückst ihn auf den Pappteller. Drücke beim Kleben die Hexentreppen gut fest, damit sie halten. Nun brauchst du die Schuhe aus dem roten Tonkarton. Diese klebst du jeweils unten an die Hexentreppen an.
Drücke die Schuhe fest an die Hexentreppen, damit auch sie gut halten. Nun machst du auf die gleiche Art und Weise die Arme. Hierfür brauchst du die restlichen Papierstreifen. Aus jeweils 2 Papierstreifen fertigst du wieder eine Hexentreppe an. Auch bei diesen Hexentreppen klebst du jeweils nur einen Papierstreifen fest. Der andere Papierstreifen steht über. Nun klebst du diese beiden Hexentreppen an den überstehenden Papierstreifen als Arme an den Pappteller. Drücke auch hier die Hexentreppen gut fest, damit sie halten. Nun fehlen noch die Hände. Nimm die beiden Hände aus weißem Tonkarton und klebe sie an den beiden Hexentreppen gut fest. Zum Schluss kommt die Nase des Clowns. Dafür musst du in die Mitte des Papptellers ein Loch bohren. Und zwar genau an der Stelle, wo du am Anfang den kleinen Bleistiftkreis gezeichnet hast. Bitte deine Eltern, dir dabei zu helfen. Nun bläst du den Luftballon so weit auf, dass er die richtige Größe für eine Nase hat. Mache einen Knoten in den Luftballon. Am Ende steckst du den Luftballon noch durch das kleine Loch in den Pappteller. Fertig ist dein lustiger Pappteller-Clown. Viel Spaß damit!